Also ich liebe ja alte Briefmarken in meinen Journals. Aber manchmal gibt es da so Exemplare, die schauen einfach total hässlich aus, haben komplett die falschen Farben oder beides gleichzeitig. Hier kommt heute die Lösung. Hallihallöchen, Luise Heinzel hier. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Problem. Ihr habt einige Exemplare alter Briefmarken in eurem Vorrat und denkt euch, okay, die könnte man doch mal verwenden. Und dann schaut ihr die an und denkt, na, heute passt das wieder von den Farben her nicht. Oder manche Briefmarken sind einfach so pottenhässlich, auf Deutsch gesagt, dass man sich nicht traut, die in sein Journal zu kleben, weil man denkt, ja gut, meine Mitschüler könnten mich vielleicht auslachen. Ja, heute habe ich mir hier ein Projekt vorgenommen, um diesem Problem an den Kragen zu gehen, denn das nervt mich wirklich kolossal. Um bei dem Thema Briefmarken zu bleiben, habe ich für meinen Hintergrund für diese Seite einen alten Briefumschlag ausgewählt. Das ist ein stinknormaler Werbebriefumschlag gewesen. Die haben ja manchmal innen drin so coole Muster. Also ihr seht schon, das hier ist teilweise die Innenseite. Also man sieht jetzt hier, ne, das Fenster des Umschlags von innen. Unten dieses braune Stückchen ist die Außenseite. Ich hatte den Briefumschlag vorher zum Distressen verwendet, sodass ich jetzt hier ein richtig cooles, abgerotztes Braun im Hintergrund habe. Und ich möchte jetzt auch hier das Fenster von dem Briefumschlag für meine Seite mit verwenden. Deswegen habe ich das erstmal auf die richtige Größe gerissen, wie ihr gerade gesehen habt, und dann erstmal nur rechts festgeklebt, dass mir der nicht wegrutschen kann. Dann habe ich hinter das Fenster eine zweiteilige Collage gemacht, also wirklich total simpel. Habe diesen kleinen Pinguin da hinter diese Scheibe sozusagen gesetzt und dann den Rest der Seite festgeklebt. Um diese schwarz-weiße Optik von dem Inneren des Briefumschlags auf der rechten Seite nochmal aufzunehmen, habe ich hier diesen Rest benutzt. Das war jetzt einfach oben vom Öffnen des Briefumschlags quasi übrig geblieben und habe den hier so schräg auf diese Tasche aufgeklebt, den ich schon vorher dort kreiert hatte, als ich dieses Altered Book gemacht habe. Ja, und dann habe ich überlegt, ich möchte gerne dieses Braun irgendwie aufgreifen. Hatte zuerst überlegt, einen Teebeutel aufzukleben, der war mir aber dann doch irgendwie zu lila. Ich glaube, das war von Früchtetee, das hat überhaupt nicht gepasst. Dann habe ich diesen kleinen Streifen von dem Briefumschlag noch gefunden und habe mich dafür entschieden, den erstmal dort als ja, Farbaufgreifer sozusagen aufzubringen, beziehungsweise habe ich mir den erstmal da so zurechtgelegt. Dann habe ich hier einen Teil aus meinem digitalen Papier nochmal verwendet. Das hier sind die Pinguin-Seiten. Also Penguin and Friends heißt dieses Papier für alle, die das noch nicht mitbekommen haben oder die jetzt hier neu auf dem Kanal sind. Ja, also ich hoffe, ich nerve euch nicht mit diesem Papier, aber dieses Papier bietet einfach so viele Möglichkeiten, dass ich ja fast gar nicht aufhören kann, damit irgendwas zu gestalten. Und so habe ich jetzt hier heute, ja, wie soll ich mal sagen, etwas weniger von meinem eigenen Papier da eingefügt. Einerseits, ja, wie soll ich sagen, also ich wollte es jetzt nicht übertreiben, ich wollte dieses Journal nicht komplett nur aus diesem Papier machen und ich wollte euch auch zeigen, dass ihr auch mit wenigen Elementen aus dem Papier coole Effekte erzielen könnt. Also ihr könnt natürlich auch das kombinieren wirklich mit Müll, so wie dieser Briefumschlag Müll war, oder eben auch anderen Papieren, die ihr irgendwo herumliegen habt. Ja, kommen wir nun zu dem Problem, was tue ich denn, wenn ich so furchtbare Briefmarken habe? Also ich habe da jetzt mal einige ganz krasse Exemplare aus meiner Sammlung ausgewählt. Ich glaube, die habe ich schon, ich weiß nicht, gefühlt 400 Jahre. Und die passen halt einfach teilweise dann farblich nicht in diese Projekte, die man vorhat. Also die zum Beispiel da, ne, dieses Blau und dann diese extremen Farben da drauf, furchtbar. Deswegen habe ich mir überlegt, dieser Rand von den Briefmarken, der schaut ja immer so wunderschön aus. Warum nicht digitales Papier nehmen und vor allen Dingen jetzt dann natürlich auch farblich passendes Papier, wie ihr später sehen werdet, und damit die Briefmarke neu bestücken? Haha. So, jetzt hat man zum einen das Problem gelöst, dass die hässliche Farbe der Briefmarke abgedeckt ist, dass man jetzt auswählen kann, welche Farben man benutzen möchte, welche Motive man benutzen möchte. Ihr seht, ich schneide hier auch Tags auseinander, sodass ich eben die Motive, die auf den Tags ja etwas kleiner sind, nochmal habe. Dann, so musste ich jetzt nicht das Papier nochmal kleiner ausdrucken, das könnte man natürlich auch machen. Elemente aus dem Papier nehmen und dann in winzig klein ausdrucken.
Die Mühe habe ich mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht gemacht, weil ich finde, dass es so auch ganz gut aussieht. Und dann habe ich auch noch einige neutrale Elemente da gemacht, wie ihr seht, wo ich einfach nur den Hintergrund benutzt habe. Jetzt habe ich einmal die Farben abgedeckt, aber ich habe den Rand von der Briefmarke erhalten. Und das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ihr hattet das in dem Adventskalender gesehen, den ich da für euch gemacht hatte. Da haben wir ja auch solche Faux-Stamps gemacht, also falsche Briefmarken. Und wenn man nicht so eine spezielle Schere hat, mit der man diesen Rand schneiden kann, dann ist das natürlich so ein bisschen blöd. Und dann, ja, entsteht zwar der Eindruck einer Briefmarke, aber es ist offensichtlich eine falsche Briefmarke. In diesem Fall bleibt dieser Originalrand erhalten. Und wenn man sich das später im Detail anguckt, dann denkt man wirklich, das ist eine Briefmarke. Also ja, ich bin ganz fasziniert von dieser Idee. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal vorher gemacht hat, aber das ist natürlich wirklich eine relativ simple Möglichkeit, diesen Rand von der Briefmarke zu erschaffen, ohne spezielle Hilfsmittel. Und zugegebenermaßen, wenn man so eine Schere benutzt, ne, also wo man so einen Rand schneiden kann, so einen Briefmarkenrand, die ist natürlich auch nicht so filigran. Also der Rand wird ja viel, viel grober. Und hier seht ihr schon, das, ja, schaut einfach voll schön aus. Findet ihr das auch schön? Oh mein Gott. Ich hoffe so, dass ihr das auch schön findet, weil ich habe mir gedacht, ja, was denken die denn jetzt von mir, wenn ich das jetzt hier so mache und ich klebe das da so drauf, ne? Hinterher denken die, oh mein Gott, sie klebt irgendwas auf ihre Briefmarken drauf. Wie kann sie nur? Ich hoffe, dass ihr das nicht denkt. So, ich hoffe, dass ihr das eine gute Idee findet. Ja, also ich habe diese Stückchen jetzt hier einfach mit der Schere per Augenmaß geschnitten und dann distressed mit Distress Oxide, Vintage Foto von Tim Holtz und dann habe ich das mit Matt Medium hier so draufgeklebt. Das ging verhältnismäßig gut, also das rutscht teilweise noch so ein bisschen hin und her, das ist aber gar nicht so schlecht, wenn man dann diese kleinen Teile, die ja doch relativ klein sind, relativ gut auf die Briefmarke aufbringen kann und noch so ein bisschen korrigieren kann. Teilweise habe ich auch den Rand von der Originalbriefmarke, also nicht nur das Weiße von dem Rand gelassen, also ne, ihr seht das da bei dem W, da habe ich so ein bisschen Blau von der Originalbriefmarke drumherum gelassen, einfach ja, also die Farbe hat ja gepasst, nur der Rest halt nicht. So, da sieht das dann nochmal so ein bisschen interessanter aus und das Blau passt eben zu diesen Rosen und den restlichen Papierelementen. Jetzt habe ich mir hier überlegt, wie könnte ich das jetzt hier so arrangieren. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich auf der linken Seite das Fenster sozusagen als senkrechtes Element als Ausgangspunkt genommen habe. Und dann habe ich die kleinen Briefmarken da so drumherum arrangiert und habe versucht jetzt da irgendwie so einen kleinen Zusammenhang zu erschaffen. Auf der rechten Seite ist die Tasche ja schräg. Da habe ich mir gedacht, huiuiui, aber ich konnte nicht die Briefmarken schräg aufkleben. Das war gegen mein ästhetisches Wohlbefinden. Deswegen habe ich sie dort auch, ja, also ganz straight quasi aufgeklebt und habe mir dann hinterher gedacht, das war eine gute Idee, weil dieses Schräge dann das alles nochmal so ein bisschen durchbricht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das sind ja manchmal so Dinge, die man sich dabei denkt, die man nur selber sieht und andere Leute sehen vielleicht was komplett anderes, was ich selber nicht gesehen habe oder nicht so empfunden habe. Auch die Briefmarken habe ich jetzt hier auch mit Matt Medium aufgeklebt und ich bin auch über die Briefmarken noch mal so ein bisschen drüber gegangen, um denen so eine kleine Versiegelung sozusagen zu geben. Dadurch ist mir die Distress Oxide ein ganz kleines bisschen verschmiert, aber das habe ich absichtlich so gemacht, damit die einfach noch so ein bisschen älter auch aussehen. Diesen leichten Schimmer von diesem, ja, Schimmer kann man ja nicht sagen, es glänzt ja nicht, ne? Also dieses Verschmierte sozusagen von der Distress Oxide, das könnt ihr jetzt hier im Kamerabild leider nicht sehen. Das sieht man nur wirklich ganz, ganz wenig, aber genug, um den Eindruck zu kriegen, dass die wirklich richtig alt sind. Ja, dann habe ich hier jetzt hinter diese Lasche von der Seite dieses Stück von dem digitalen Papier aufgeklebt, ebenfalls mit Matt Medium, sodass jetzt dieser kleine Pinguin später dann hinter dieser Lasche so hervorschauen kann. Und dann habe ich die Lasche unten festgeklebt, sodass das jetzt oben dann auch eine Tasche ist. Also da kann man jetzt dann kleine Sachen noch dahinter stecken, wenn man möchte. Ja, das Ganze habe ich dann mit meinem Föhn gut getrocknet. Passt bitte auf, wenn ihr das macht, dass ihr den Föhn nicht zu nah an das Papier haltet. Also wenn ihr so einen Heißluftföhn habt, wedelt den richtig hin und her. Also ich weiß, einige von meinen Zuschauern haben sich jetzt neu so einen Föhn gekauft. Haltet den nicht zu lange auf einer Stelle, erst recht nicht, wenn ihr Matt Medium benutzt, denn sonst wirft das Blasen und es kann natürlich auch passieren, dass sich das dann wieder ablöst und verschnöckelt, ne? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt hier mal was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich hier so einen Stempel genommen.
und habe den unter meine distressed Seite gelegt. Wie ihr seht, kann ich jetzt hier so runde, kleine, ja sehr unsichtbare, aber doch vorhandene Kreise machen. Die Seite war jetzt da sehr dick, weil ja da schon auf der anderen Seite was ist, aber das werde ich definitiv nochmal ausprobieren, auf einem dünneren Papier da so durchzurubbeln. Also ich habe einfach den Stempel, ne, mit der zu stempelnden Seite nach oben hingelegt und dann so drüber gerubbelt. Das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so übel, denn ich möchte jetzt hier noch so eine Art Poststempel-Imitation stempeln. Ich habe hier diese runden Stempel. Und ja, damit versuche ich das jetzt zu imitieren. Das ist natürlich kein richtiger Poststempel, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Also ich finde das fast interessanter, solche Stempel zu benutzen, die nur den Anschein haben, sie wären ein Poststempel, als einen richtigen Poststempel. Also ja, macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Ich möchte jetzt hier in erster Linie den abgestempelten Eindruck erwecken, aber auch das Schwarz aus diesem Briefumschlag wieder aufgreifen und das Schwarz des Pinguins wieder aufgreifen. Also, ne, dass die Farben ja sich da einfach noch so ein bisschen wiederholen und dass das Ganze vor allen Dingen auch noch so ein bisschen benutzter aussieht. Ich habe jetzt hier einige Zahlenstempel mir noch rausgeholt, denn ich habe natürlich, als ich dieses Papierchen über die Briefmarken geklebt habe, die Zahlen, also den Wert der Briefmarken überklebt. Das ist ja klar, weil da ist ja jetzt nichts mehr übrig und das Papier, das Pinguinpapier ist ja auch nicht gemacht dafür, daraus Briefmarken zu machen, also sind da logischerweise nicht solche Zahlen drauf. Aber ich wollte, dass meine Briefmarken den Anschein haben, als hätten sie einen Wert und deswegen habe ich da unten einfach wahllos, wirklich komplett wahllos, irgendwelche Zahlen drauf gestempelt. Hier könnte man natürlich auch gewisse Daten zum Beispiel aufgreifen, Lieblingszahlen oder ja, irgendwelche Geburtstage oder so etwas, wenn man das in einem persönlichen Journal macht. Ja, hier habe ich jetzt noch ein paar von meinen Tags genommen. Wundert euch bitte nicht, da ist oben das Loch noch nicht ausgestanzt. Ich habe meine Lochstanze gerade nicht hier. Das werde ich aber später noch machen und dann kommt da vielleicht auch noch so ein kleines Band dran. Auf der rechten Seite habe ich dann einfach eine Journaling-Karte reingesteckt, denn hier werde ich auch noch mal einige persönliche Gedanken festhalten wollen und dafür werde ich jetzt diese Journaling-Karte auf der rechten Seite benutzen. Und dann habe ich hier noch diesen kleinen Spruch. I'm just a girl that loves penguins. Nein, who loves penguins? Jetzt kann ich schon nicht mehr richtig Englisch sprechen. Und das heißt auch genau genommen Penguins und nicht Penguins. Aber das kommt, wenn man Deutsch und Englisch gleichzeitig denkt. Entschuldigt bitte. Ja, diesen Acrylfarbenfleck da oben, seht ihr auf dem Briefumschlag, den habe ich jetzt als Hintergrund genommen, um diesen Spruch aufzukleben. Und den Rest vom Spruch habe ich da unten hingeklebt, sodass sich auch hier bei dem Spruch, beziehungsweise mit dem Spruch nochmal so ein kleiner Zusammenhang ergibt aus diesen beiden, zu diesen beiden Seiten, zwischen diesen beiden Seiten. So, jetzt habe ich auch diesen Satz irgendwie herausgebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch jetzt hier gerade mal noch so ein paar kleine Detailbilder bei etwas besserem Licht, als es in meiner Küche der Fall war. Ich hoffe, ihr werdet das nachmachen, denn ich bin immer sehr gespannt auf die Dinge, die ihr auf Instagram und in unserer Facebook-Gruppe postet. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen, bleibt kreativ, alles Gute und tschüss.